Ich zeige euch heute mal, wie man die 6er Brötchen aus der Dose, das heißt diese Knack- und Backbrötchen, in der Muffinform macht. Wir haben Meerkornbrötchen gebacken, wir haben den Unterschied gezeigt und wir zeigen euch gleich den Unterschied zwischen der Muffinform mit dem Aufbackgitter und ohne Aufbackgitter und was man beachten soll. Und als Highlight frage ich euch mal, wisst ihr, dass man auch Laugenbrötchen ganz schnell machen kann mit den Brötchen aus der Dose? Am Ende des Videos seht ihr, wie wir das gemacht haben. Ja, wie ich euch letztes Mal in dem Video für die Knack- und Backbrötchen gesagt habe, wollte ich euch noch mal eine andere Variation zeigen, und zwar die 6er Brötchen aus der Dose. Das ist diesmal kein Knack und Back, ich habe diesmal eine andere Marke gefunden, probieren wir aus. Und zwar möchte ich euch gerne das in der Muffinform zeigen. Ich finde, wenn man 6 hat, dann ist das wirklich prädestiniert dafür, die Muffinform zu verwenden. Und zwar ist die Muffinform, haben die sogenannte Pop-ups, die könnt ihr nämlich rausdrücken. Und wenn ihr die nicht mehr braucht und ausgewaschen habt, könnt ihr die wieder reindrücken. Und somit auch nachher platzsparend bei euch im Omnia-Zubehör irgendwo unterbringen. So, ich zeige euch mit der Muffinform einmal 2 Varianten. Und zwar mal die Variante einmal mit dem Aufbackgitter und ohne dem Aufbackgitter. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass, wenn man das Aufbackgitter unter die Muffinform liegt, die Muffins an sich schon viel besser werden und auch die Brötchen da drin. Aber da ich ja gerne der Typ von Vergleichen bin und euch das auch visuell zeigen möchte, machen wir das einmal ohne Gitter und einmal mit Gitter. So, hierzu gucke ich mal, ob ich jetzt diesmal diese Dose mit einem Plöpp aufkriege. Wer jetzt nicht weiß, von was ich rede, sollte sich das Video noch mal angucken mit den 8er Knack und Back, denn da ging das nicht auf. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, das kennen einige von euch. Sind ja auch fremdtypische, also nicht, ich sag mal das Original, geht auf. Auch hier habe ich wieder Ersatz. Jetzt bin ich nicht ganz so zaghaft. Okay, hilft auch nicht. Jetzt hat Eindrücken geholfen. Also ich habe ja viele Tipps bekommen, wie man die Dinge aufkriegt. Aber irgendwie bin ich, glaube ich, nicht clever genug für irgendeine Art der Tipps. Nochmal. Ich glaube, wir brechen das Video an dieser Stelle ab. Das kann doch nicht sein. Ich habe die Dose jetzt gleich ganz nackig gemacht. Na, hier steht jetzt noch mal hier ziehen. Ah, guck mal. Dieser Streifen, der hier geht, der ist gar nicht da, wo die Naht ist. Okay. Vielleicht sollte man da mal nachbessern als Hersteller. So. Okay, aber jetzt kriegen wir es aus der Dose. Und jetzt können wir auch die Brötchen aus der Dose in der Muffinform machen. Ich hau ins Essen. So. 6 Stück. So, die schneiden wir einmal wieder kurz ein. Und dann gehen die auch schon in die Muffinform.
So, die nächsten 6 habe ich schon mal kurz eingeschnitten. Die machen wir jetzt auch nur in der Muffinform, das heißt ohne Aufbackgitter. So, und ihr seht jetzt schon einmal, dass es ein Unterschied ist, dass die Muffinform viel höher ist und hier liegt natürlich viel niedriger. Das hat natürlich den Unterschied, diese Muffins liegen sehr, sehr nah an der Unterhitze, das heißt am Unterteil. Diese Muffins liegen etwas höher und damit gleichmäßiger an der Oberhitze, das heißt dem Deckel und an der Unterhitze. Und deswegen bin ich gleich gespannt auf das Ergebnis. Die gehen nämlich jetzt beide mal kurz auf den Gaskocher. So. In der Zwischenzeit, wenn die anderen ja noch schön auf ihrem Hitzeteil thronen, werden wir Meerkornbrötchen machen. Damit ihr auch mal den Unterschied seht, wie Meerkornbrötchen denn in dem Omnia-Backofen werden. Ja, die sind jetzt mal wieder von Knack und Back. Mal gucken, wie die Dose aufgeht. Ist ja immer ein Abenteuer. Cool. So. Die mache ich jetzt auch sofort mit dem Aufbackgitter und der Muffinform. So, passen super hübsch rein. Und jetzt gehen die nochmal auf die Gasflamme. Immer schön gucken, mittig. So, die Brötchen mit dem Aufbackgitter und ohne Aufbackgitter, die sind jetzt fertig. Wobei ich die Brötchen mit dem Aufbackgitter und der Muffinform hatte ich 1 Minute auf voller Flamme und 20 Minuten auf halber Flamme. Die Brötchen ohne Aufbackgitter hatte ich 1 Minute auf volle Flamme und 25 Minuten auf kleiner Flamme. Das hat den Grund, die Silikonform liegt halt direkt an der Unterhitze. Und wenn ihr das dauerhaft auf mittlerer Flamme habt, dann könnte das nämlich Beschädigung geben. Das ist meine erste Muffinform gewesen, die ich getestet habe. Und da seht ihr, dass die Muffinform ziemlich dunkel geworden ist. Das liegt daran, dass ich die ersten Testungen gemacht habe ohne Aufbackgitter. Und da kann ich euch nur empfehlen, bitte setzt der nicht zu lange eine hohe Hitze aus. Muffins brauchen ja auch nie lange. Muffins selber gehen ganz fix. Aber ihr seht schon mal den Unterschied. Da diese Höhe an der Oberhitze waren, bekommen die natürlich eine ganz andere Farbe als diese. Wären die jetzt höher gewesen, dann hätten die gleiche Farbe bekommen. Nur länger drin lassen, wären sie unten zu dunkel geworden, beziehungsweise eventuell hätte sogar die Silikonform Schäden genommen. Und das sind Sachen, die ich gerne vermeiden möchte und euch auch mitgeben möchte, von wegen, seid da bitte vorsichtig. Das ist das mit dem Aufbackgitter. Die sind unten recht hell geworden, eigentlich fühlen sich auch super toll an. Wenn ihr die natürlich jetzt noch länger drin lasst, habt ihr die Oberhitze und das würde zu dunkel werden. Aber die sind überhaupt von der ganzen Konsistenz super lecker geworden. Ja. So viel dazu, wie man halt die 6er in der Muffinform macht. Für die Laugenbrötchen müssen wir erstmal die Lauge zubereiten. Ich verwende immer die ganz normale das ganz normale Haushaltsnatron, und zwar das von Kaiser. Das ist, glaube ich, das bekannteste. Da gibt es auch noch andere. Kaiser ist halt das bekannteste und den verwende ich auch immer. Ihr braucht 25 Gramm Natron und einen halben Liter Wasser.
Ihr könnt natürlich auch Backnatron benutzen. Manche benutzen mich Backnatron, allerdings müsst ihr da auf die Entsorgung achten. Backnatron kann man nicht einfach entsorgen, also einfach die Toilette kippen, sondern das muss erstmal mit Säure neutralisiert werden. Deswegen seid da bitte vorsichtig. Ich nehme aufgrund dessen ganz normalen haushaltsüblichen Natron. Den kann man auch im Notfall entsorgen. Allerdings verwende ich diese Lauge auch 4 bis 5 Mal wieder. Ich packe die dann immer in so einer kleinen Glasflasche rein, wenn es abgekühlt ist, und benutze das dann im Laufe der Zeit wieder. Wenn die Natronlauge dann trüb ist in der Flasche, dann kippe ich die auch weg, weil die einfach dann, ich denke mal, umgekippt ist. Aber ansonsten bereiten wir jetzt erstmal die Natronlauge für unsere Laugenbrötchen vor. Dafür einen halben Liter Wasser zum Kochen bringen. Warum geht denn der nicht an? Ich mache in dem Wasser schon immer ein bisschen Salz rein, weil dann hat man noch einen effektiveren Salzgeschmack. Ich finde das eigentlich sehr besser. Einfach so einen Esslöffel, also einen Teelöffel auflösen lassen und gleich, wenn das Wasser kocht, kippen wir Natron hinzu und dann sprudelt es ein bisschen. Die Brötchen schneiden wir wieder kreuzweise ein. So, das sieht ganz gut aus. Wasser kocht. Ich gebe da mal die Natronlauge rein. Sprudel wie wild, keine Angst. Das ist ein gewünschter Effekt. So, lassen wir es noch mal kurz aufkochen und dann gehen die Brötchen baden. Einfach mal so 20, 30 Sekunden von beiden Seiten in der Lauge baden lassen. So, für die Laugenbrötchen benutze ich jetzt die Muffinform und das Aufbackgitter. Lege das Aufbackgitter wieder unten rein und fülle jetzt die Brötchen erstmal in die Muffinform rein und bestreue die dann mit Salz. Ich finde, das geht einfach einfacher, als wenn ich die jetzt mit Salz bestreue und gleich trotzdem irgendwie gucken muss, dass der Salz da entfernt wird. Jetzt bestreuen wir die mal mit Salz. Grobes Salz habe ich dafür genommen. Einfach drüber machen, so wie ihr mögt, wie euch der Bedarf ist. Und jetzt ab damit in den Omniofen. Das Unterteil bitte nicht vergessen. Schön mittig draufstellen. Die Laugenbrötchen mache ich jetzt mal eben 1 Minute auf voller Flamme und dann wieder so 15 Minuten ungefähr auf halber Flamme. Und dann gucken wir uns die gleich mal an. So, nach 1 Minute volle Flamme und 20 Minuten auf mittlerer Flamme schauen wir uns mal unsere Laugenbrötchen an. Guckt euch die an. Die sind traumhaft, oder? Die sind so mega toll geworden. Hier sind 2 Nöppel dran. Damit könnt ihr die Silikonform, also die Muffinform, auch rausheben. So, entweder lasst ihr die jetzt so abkühlen oder ihr holt die raus. Die sind aber wirklich noch richtig heiß.
Deswegen warte ich noch mal ein paar Minuten, weil wenn ihr die zu lange drin lasst, dann werden die halt unten matschig, weil sich in der Silikonform, auch in der Muffinform halt auch immer Feuchtigkeit bildet, was ein gewünschter Effekt von Silikon halt ist. So, die Meerkornbrötchen schauen wir uns mal an. So, die hatte ich jetzt auch nur 20 Minuten auf mittlerer Flamme. Aufgrund des Aufbackgitters und weil die höher liegen, ist das ja gut möglich. Die könnte man jetzt theoretisch sogar noch ein bisschen länger drin lassen, wenn man möchte, dass die brauner werden. Auch unten sind die halt etwas braun geworden. Aber wer möchte, könnte diese jetzt auch noch ein bisschen länger drin lassen. Meerkornbrötchen brauchen ja auch immer halt ein bisschen länger als die ganz normalen Weizenbrötchen. Aber vom Knacken her fühlen die sich schon richtig toll an, das muss ich sagen. So, ansonsten war das meine Vorstellung, wie man die 6er Brötchen aus der Dose, nenne ich sie jetzt mal, in der Muffinform zubereitet. Und was ihr beachten müsst, denn bitte packt wirklich das Aufbackgitter drunter, denn auf Dauer schadet ihr euch wirklich und das ist nicht notwendig. Dafür kostet halt so eine Muffinform auch ein bisschen Geld. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt viele Informationen erhalten. Wir werden auch weiterhin Videos machen mit ganz, ganz vielen Informationen. Deswegen abonniert den Kanal, macht die Glocke an, damit ihr auch Informationen bekommt. Ey, für Reifen & Klo hat mal wieder ein Video rausgebracht. Denn da wird jetzt noch ganz, ganz viel kommen. Sowohl an Informationen als auch an Rezepten und. Wir haben da ganz viele Ideen. Und ich sag mal, wir sehen uns im nächsten Video.